Doms Wheel World. Wir sind mitten im Herbst und es geht auf den Winter zu. Wir bereiten unsere Gärten für den Winter vor, unsere Autos bekommen andere Reifen, Matsch und Schnee. aber unser Rollstuhl, der bleibt das ganze Jahr, wie er ist. Wie ihr euren Rolli fit für Herbst und Winter macht, zeige ich euch nach dem Intro. Los geht's! Es wird nass, kalt und rutschig draußen und mir ist klar, ich brauche jetzt andere Reifen wie im Sommer. Die Anfrage bei meiner Krankenkasse ergab aber leider, dass Winterräder für den Rollstuhl nicht in deren Zuständigkeitsbereich liegen. Also habe ich mir einen Satz Mountainbike-Räder gekauft. Die sind schon mal viel besser für den Winter geeignet wie die normalen Räder. Der beste Kompromiss für Herbst und Winter sind für mich diese Trekkingräder. Die habe ich mir selbst gebaut. Hier habe ich das Video für euch verlinkt. Diese Trekkingräder sind nicht so schwer wie die Mountainbike-Räder, nicht so breit und rollen deutlich leichter. Für mich der richtige Kompromiss in Herbst und Winter. Wenn ihr kein Problem mit zu wenig Grip im Winter habt, dann könnt ihr auch mit euren normalen Rädern weiterfahren. Die haben den Vorteil, dass sie sich durch weniger Profil leichter reinigen lassen. Hier habe ich euch ein Video gemacht, in dem ich verschiedene Methoden der Rollstuhlreifenreinigung für euch zusammengestellt habe. Wenn man zwei Rollstühle hat, kann man sich natürlich einen für innen und einen für außen zurecht machen. Ich mache das so, dass ich immer meine Räder wechsle, wenn ich nach draußen gehe. Weil jetzt viel Zeug auf allen möglichen Wegen herumliegt, steigt die Gefahr, dass man etwas übersieht und die Vorderrollen des Rollstuhls abgebremst werden und man nach vorne rausfliegt. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, die richtigen Vorderrollen drauf zu haben. Ich habe euch dazu ein ausführliches Video gemacht, was ich euch hier verlinke. In der Kurzzusammenfassung kann ich euch sagen, mein Tipp sind Rollen mit einem Durchmesser von 5,5 Zoll und am besten so breit wie möglich. Auch ist es gerade jetzt empfehlenswert, ein zusätzliches Vorderrad oder Vorsatzrad zu benutzen, welches die kleinen Räder vom Boden abhebt. Weil es jetzt schneller dunkel wird, ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass man gesehen wird. Ich empfehle, Reflektoren und Lampen stets am Rollstuhl zu lassen oder auf jeden Fall immer dabei zu haben. Denn genau dann, wenn man sie nicht dabei hat, würde man sie brauchen. Jetzt zu einem Problem, was alle Rollifahrer kennen. Haare, Gräser, Fäden wickeln sich um die Achsen der Vorderrollen und sind hier beim Lager. Weil sich das ganze Zeug mit jeder Raddrehung fester um die Achse wickelt, beschädigt es irgendwann die Abdichtung des Lagers. Wenn dann Wasser oder noch besser Salzwasser im Winter dazukommt, ist das Kugellager sofort futsch, weil dieser Haarbatzen wie ein Schwamm das Wasser aufsaugt und die Feuchtigkeit ins Lager transportiert und dort hält. Das ganze Zeug hier einfach mit einer Zange rauszuziehen, funktioniert nach meiner Erfahrung nicht besonders gut. Das einzige, was wirklich hilft, ist Vorderrolle ausbauen. Das ist ohnehin nur eine Schraube. Dabei sollte man darauf achten, dass alle Abstandshalter und Scheiben, sofern welche drin sind, wieder am selben Ort montiert werden. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Nur das Sanitätshaus, das den Wartungsvertrag mit der Krankenkasse hat, darf an eurem Rollstuhl rumschrauben. Aber ganz ehrlich, ich mache das im Winter alle 2 Wochen. Welche Krankenkasse hat Lust, mir alle 2 Wochen einen Reha-Techniker zu bezahlen, damit der die Vorderrollen aus- und wieder einbaut, um dort die Haare rauszuziehen? Trotz dass ich das Ganze im Winter vor allem ziemlich häufig mache, sind meine Vorderrollenlager nach dem Winter trotzdem futsch.
Es gäbe die Möglichkeit, Keramiklager einzubauen. Das Sunny-Haus meint aber, die Krankenkasse würde das nicht bezahlen. Und so bekomme ich jedes Jahr neue Vorderrollen im Frühjahr, weil die Lager eingerostet sind. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen, wo ihr die Links zu den ganzen Detailvideos und Sachen, die ich euch hier im Video zeige, findet. Es gibt viele kreative Lösungen, die einen den Winter im Rollstuhl deutlich erleichtern. Wenn ihr noch interessante Tipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie dann im zweiten Teil dieses Videos mit einbauen. Lasst ein Abo da und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheelwork.